Ja, hallo liebe Leute, zweites Video für heute, und zwar diese Konstruktion dieser Spanten hier in dem Rumpf. Das möchte ich euch doch noch zeigen, wie ich das gemacht habe. Und dazu habe ich das alles nochmal zurückgemacht, und dann fangen wir hier nochmal neu an mit diesem Spant. Der Spant, der kommt an eine gewisse Position. Und da fange ich jetzt erstmal an, diesen Kabinenspant, diesen senkrecht stehenden hier zu konstruieren. Dazu Part Design Modus ist genau das Richtige. Den Rumpf hier, den brauchen wir hinterher, um dann die Form dieses Spants halt durch Schnitte zu erzeugen. Eventuell auch mehrfach, aber ich kann den ja beliebig kopieren. Also zunächst machen wir einen neuen Körper. Und der neue Körper, der kriegt erstmal eine Datum Plane. Dazu mache ich erstmal die wieder sichtbar. Und zwar, die Datum Plane soll sich an dieser Ebene hier, das ist die YZ-Ebene, orientieren. Und dann machen wir die neue Datum Plane. So, da ist die. Und die kommt jetzt 4 mm wird die nach vorne geschoben. Das heißt, in Z-Richtung, in negativer Richtung 4 mm. Da kommt der Spant hin. Das ist die hintere Kante von diesem Spant. Dann können wir das beenden, können die ausblenden und auch die Datum Plane ruhig ausblenden. Und da kommt eine neue Zeichnung drauf. So, das sieht jetzt so aus. Dann kann man das hier umstellen und über diesen Knopf hier, und jetzt wird hier ein Rechteck rein konstruiert, und zwar dieses Rechteck, das machen wir, ja, das wird nicht einfach nur ein Rechteck, das wird ein bisschen mehr. Also hier, da wird das so. Also erstmal wird das Rechteck symmetrisch zu dieser Strecke hier, zu der Achse, und das soll hier unten überstehen. Und hier soll das so weit nach oben gehen, dass es von diesem Rumpf hier komplett geschnitten wird. Das da zum Beispiel. Dann machen wir hier ein Maß hin, damit das fixiert ist. So, das wird 0,6. Das sollte gehen. Ja, 0,6. So, das machen wir die Breite hier. Das sind 86 und die Höhe hier, das machen wir 74. So, das ist jetzt erstmal der erste Teil dieses Spantes, und dann kriegt der oben noch so einen Aufsatz drauf. Und zwar, der fängt hier an und geht bis da. Dann können wir hier erstmal was rausschneiden. Und zwar mal gucken, ob wir den selektiert kriegen. Ja, ich glaube nicht. So, dann machen wir das Ding auch mal symmetrisch. Und dann machen wir da 2 Strecken rein. Von da nach da. Und von da nach da. Und den hier, den löschen wir raus. So, die hier, die sind noch nicht verbunden mit denen, das sollten sie aber sein. Also eine Verbindung, da auch eine Verbindung. So, der muss horizontal werden. So, jetzt kann ich das hier so klein machen, dass das hier so, kann das hier auch so ein bisschen drehen, kann sich das angucken. Der soll also hier ruhig raus langen, und das können wir jetzt noch ein bisschen größer machen hier. Punkt 8, gucken wir uns das mal an, schneidet das, ja, okay, dann haben wir das, dann machen wir das Maß von da, beziehungsweise das ist ja das Maß hier, das bemaßen wir mal gerade.
76,15. Lassen wir uns ruhig so. So, und dann kriegt das hier eine gewisse Höhe. Dazu, um das festzustellen, können wir erstmal hier wieder auf Schließen gehen. Also da ist dieses Teil jetzt drin. Und ich habe, so hoffe ich, hier noch die Zeichnung drin. Jo, Rumpf von der Seite. Gucken wir uns das mal an. Also das muss höher werden. Das heißt, ich kann jetzt hier wieder in die Zeichnung reingehen. Und kann mir das so, von da muss ich gucken, da anschauen. Und dann gucken wir, wie hoch das Teil hier werden muss. Also bis da ungefähr soll das gehen. Bemaß wir das mal gerade. Machen wir mal ruhig 30 mm. Das wird wohl auch original so gewesen sein. Okay. Das haben wir. Hier könnte ich jetzt theoretisch direkt schon hier Abrundungen einfügen. Das machen wir auch einfach. So, wo haben wir die Rundungen hier? Da sind sie Nummer 1, Nummer 2. So, die sind gleich. Und dann machen wir jetzt noch das Maß wieder rein. Das ist ja jetzt weggekommen. Das Maß zu dem, das sind die 30 mm. Dann müssen wir das jetzt hier bemaßen. Den zu dem. 50,82. So. Okay, das sieht doch schon mal cool aus. So, die Zeichnung hier, die können wir jetzt wieder inaktiv machen und jetzt wird dieser Spand erzeugt. Und zwar, da machen wir ein Pad von. Das Ding soll 2 mm dick sein. Gucken wir mal, ob es in die richtige Richtung geht. Geht nicht in die richtige Richtung, also hier umgekehrt drücken und OK. So, jetzt kann man hier mal kurz reinschauen. Schneidet das wirklich hier? Ja, das sieht ziemlich gut aus. Ja, nicht ganz. Also das müsste noch ein bisschen höher werden. Das heißt, höher? Ne, niedriger. Ich kann jetzt hier nochmal in die Zeichnung reingehen. Und hier diese 0,8, da machen wir 0,75 raus. Schauen wir uns das nochmal an. So sieht das besser aus. Okay. So, jetzt haben wir hier diesen Körper. Und da mache ich jetzt ein 3D-Objekt raus. Aber ich wollte nicht aus dem Sketch das machen, sondern aus dem Körper. Also Steuerung Z. Einmal Kommando zurück, daraus einen neuen Körper. Wie gesagt, diese Funktion ist dasselbe wie im Part-Modus Formteil Kopie erstellen, Form aufbereiten. Die macht Sinn, sich die überall hinzuholen, wo man sie brauchen kann. Wie zum Beispiel hier im Part-Design-Modus. So, dann haben wir hier den Körper. Hier haben wir den Rumpf, davon machen wir auch eine Kopie. Und jetzt mache ich aus dem Rumpf als Schnittobjekt im Part-Modus. Hier wechseln wir von Boolsche Fragmente auf Auseinanderschneiden. Und da ist es auseinandergeschnitten. Ich habe jetzt hier so einen Exploded Slice und da habe ich 3 Schnitte. 2 davon brauche ich nicht. Der nicht und der nicht. Der ist aber genau richtig. Und der wird jetzt wieder zu so einem 3D-Objekt gemacht. Und dann habe ich hier meine Kabinen. Hier nennen wir das mal Kabinenspand. Und
dann können wir den Rumpf dazu einblenden und so hängt er jetzt da drin. So, jetzt kriegt das Teil hier noch vorne so einen Kabinenhaubenspann über die gesamte Länge hier. Und jetzt ist das ja so, dass das hier so schräg abfällt. Deshalb ist das nicht ganz so einfach, wie man sich das so vorstellt. Da machen wir jetzt ein neues neuen Körper rein. Das heißt, wir wechseln wieder in den Part Design Modus und Modell. Gehen wir in die Seitenansicht. So. Und dann neuen Körper. Und da kommt eine neue Zeichnung rein. Und die wird auf der XZ-Ebene erzeugt. Und das wird jetzt hier so ein ganz langes Rechteck. Und damit man das vernünftig zeichnen kann, ist es wichtig, einmal das hier umzustellen, dass ich wirklich sehe, was ich zeichne. Und ich empfehle hier mit Konstruktionslinien zu arbeiten. Und zwar, wir fangen hier vorne an und gehen bis da, ruhig ein bisschen weiter. Und dann wird das so angepasst, dass das hier möglichst auf dem Rumpf halt endet. Und gut ist auch, das möglichst dicht an diesem Spann hier enden zu lassen. Also da zum Beispiel. So, jetzt kann man diesen Punkt nehmen und einfach auf dieses Schlosssymbol gehen. Dann ist der jetzt fixiert. Jetzt kann ich hier mitmachen, was ich will. Der da hinten ändert sich nicht mehr. Und dann gehen wir hierher und ziehen den auch so, dass das möglichst hier entsprechend schneidet. So zum Beispiel. Okay, dann können wir den auch mit dieser Schlossfunktion fixieren. Jetzt zeichnen wir noch so eine Strecke ein, und zwar hier drunter. So, die kann ruhig kräftig überstehen und die wird jetzt einfach hierzu bemaßt, beziehungsweise Nummer 1 ist, jetzt bin ich leider rausgegangen, nochmal schnell rein. So, einmal ist, dass die beiden, die sind parallel. Und der hier, der kriegt, können wir ruhig zu dem Punkt machen. Ne, das machen wir nicht zu dem Punkt. Der zu dem kriegt einen Abstand von 2 mm. Also das soll auch 2 mm dick werden. So kann man sich das anschauen. Ja, das sieht doch vernünftig aus. Wie endet das hier? Auch gut. Gut, jetzt zeichnen wir da ein Rechteck ein, beziehungsweise wir wechseln wieder auf normale Konstruktionselemente und wir machen kein Rechteck, sondern ein Polygon. Und das lassen wir hier vorne starten. Dann geht es nach hier hinten. Da so weit, dass es hier in den Spann reinragt. Dann nach unten. Dann hier zurück. Wie gesagt, ist echt lang, das Ding. Bis da. Und dann ist mit dem verbunden. So, jetzt kann man das hier noch entsprechend bemaßen, was einen Winkel angeht. Da möchte ich einen rechten Winkel haben. So. Und das können wir hier hinten auch machen, wobei es nicht unbedingt notwendig ist. Aber komm. Da machen wir auch einen Winkel von 90 Grad. So, schließen das Ganze. Da ist jetzt die Zeichnung hier drin. Den Rumpf, den brauche ich gleich wieder. Den hole ich mir gleich rüber. Fangen wir erstmal hiermit an. Das wird jetzt eine Aufpolsterung
Und die Aufpolsterung, die wird symmetrisch zu einer Ebene. Und die kriegt jetzt eine gewisse Breite. Gucken. 80. Ja, das sieht doch gut aus. Das steht über. Und das kann man nehmen. Und daraus machen wir jetzt wieder so ein neues Objekt hier. 3D-Objekt. Und dann machen wir vom Rumpf auch eine Kopie. Und dann kann man hier wieder den Schnitt machen. Part in den Part-Modus. Hier dieses Auseinanderschneiden wählen. Also da das Auseinanderschneiden. Und dann habe ich wieder hier einen Exploded Slice. Und der hat verschiedene Sachen, die einfach nicht passen. Das sind die und da ist der Spand. Den kann ich jetzt nehmen und dann habe ich den hier auch als Körper. Also ich habe jetzt hier den Slice und den Slice und das ist alles, was ich brauche für die Kabinenhaubenspanten. Jetzt werden die aber nicht komplett gefüllt, sondern die sollen ja stabilisieren, aber nicht zu schwer werden. Und vor allen Dingen möchte man da ja auch noch rein. Ergo muss das jetzt noch nachbearbeitet werden. Was man jetzt erstmal macht, ich mache aus den beiden hier eine Vereinigung. Das machen wir hier mit dieser Funktion. So, dann haben wir das als Einheit und jetzt können wir hier entsprechende Schnitte einfügen. Fangen wir mit dem an hier. Ich mache aus dieser Fusion hier einen neuen Körper und einen neuen 3D-Körper und hier raus mache ich dann im Part-Design-Modus einen neuen Körper. So, das können wir jetzt benennen. Das hatte ich genannt Spannkonstrukt. Das ist ja ein bisschen mehr. Das ist ein bisschen falsch geschrieben. Konstrukt. So. Und da kann ich jetzt einfach hier hinklicken und einen Sketch machen. Der Sketch, das wird ein Spline. Den Spline, den lasse ich hier beginnen. Mache jetzt hier ein paar Punkte. Bis da. So, dann können wir erstmal die hier alle symmetrisch zu dieser Mittellinie machen. Taste S. So, damit ihr das seht, was ich da mache. Hier auch Taste S. Die bitte. Taste S. Der bitte auch. So, die möchte ich mit einer Linie verbinden. Da mache ich jetzt nicht einfach die Linie rein, das führt immer zu Problemen. Ich mache die Linie hier hin und dann kette ich die da dran. Einmal hier und einmal da. Mit dieser Funktion. Und jetzt kann man das entsprechend verschieben, dass es einem gefällt, was man hier so sieht. Das heißt hier, das kann man jetzt ein bisschen schöner machen. So zum Beispiel. Oh, das ist hier vielleicht ein bisschen schmal. Okay, so gefällt mir das. Schließen. Daraus machen wir jetzt einfach eine Pocket. So, jetzt habe ich hier die. Da möchte ich auf den oder auf den. Die sind eigentlich gleich. Da möchte ich auch eine Zeichnung machen. Aber erstmal müssen wir das hier abschließen.
So, da möchte ich auch einen Sketch drauf machen. Und zwar, das mache ich eventuell sogar anders. Schließen wir gerade mal. Da gehen wir mal hier hin. Das machen wir da drauf. Zeichnung und da haben wir hier oben. Das machen wir wieder mit dem Spline und erstmal mit einer Strecke. So, die Strecke, die wird dazu symmetrisch und da kommt jetzt ein Spline drauf. Da haben wir die Spline-Funktion. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, die werden auch wieder alle symmetrisch. Hierzu die bitte auch. Symmetrisch. Und dann kann man sich das hier so anschauen, ob das so passt. Ja, kann man so lassen. Man kann das sogar vielleicht noch ein bisschen tiefer machen. Schauen wir mal. Gehen wir nochmal in die Standardansicht. Das ändert hier nichts. So zum Beispiel. Jetzt schließen wir das aber nicht. Wir machen hier unten nämlich genau so ein Teil rein. Das heißt, hier machen wir wieder eine Linie. So, die machen wir ruhig gleich lang. Und die werden vertikal verbunden. Und jetzt machen wir das in Maß 8 mm. Den hier fixiere ich einfach mal. So, jetzt kann ich hier das Maß ändern auf 5 mm. Ja. Und da ziehen wir jetzt wieder ein Spline hin. Das heißt so. Spline-Funktion, wo bist du? Da bist du. Und dann fangen wir hier an. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, die machen wir wieder symmetrisch. 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 Und jetzt macht man sich hier auch halt das so, dass es gut aussieht. Hier, das ist ein bisschen pucklig. So. Okay, schließen wir das. Und das wird jetzt einfach da reingefräst. Also hier eine Tasche. Das mag er nicht. Dann machen wir das, müssen wir es anders machen. Dann machen wir daraus erstmal eine Konstruktionslinie. So, machen wir erstmal den da rein. Das gibt eine Pocket. Gucken, ob das geht. Jo, das geht. Okay, dann machen wir von der Zeichnung hier eine Kopie. Das Sketch 25. Das Pocket da wegmachen. Dann Steuerung V. Den Sketch hier rein.
Und der wird jetzt hier drauf gesetzt. Das ist jetzt Catch Nummer 26. Okay. Schauen wir uns den nochmal an. Jo, der ist richtig. Und da tauschen wir jetzt einfach das aus. Die werden blau. Und die beiden hier, die werden wieder sichtbar. Und dann machen wir da jetzt nochmal eine Pocket. Die mag er nicht. Da stimmt was nicht mit. Das hätte wahrscheinlich auch mit dem einen Fall funktioniert. Ich habe die Vermutung, dass die hier nicht verbunden sind. Ich lösche den mal raus. So. Den machen wir mal symmetrisch. Und dann ziehen wir wieder eine Linie rein. Ihr werdet verbunden. Ihr bitte auch. Gucken, ob es jetzt funktioniert. Pocket. Jo. Ah, da war ein Fehler in der Zeichnung gewesen. Gut, jetzt ist das soweit fertig. Was mir jetzt auffällt hier, das Ding muss eigentlich hier ein bisschen breiter werden, weil da sollen die Tragfläche, da kommt so ein Loch rein, wo die Tragflächen, der Dorn der Tragfläche reinlangt. Ist vielleicht ein bisschen schmal. Das kann man jetzt alles noch nachträglich anpassen. Das heißt, ich kann hier einfach diesen Sketch hier aufmachen und dann haben wir hier diesen Abstand hier. Das machen wir jetzt weg. Und auch das Maß machen wir weg. Jetzt kann man das einfach hier nach oben fahren. So zum Beispiel. Und schließen. So, jetzt ist das nach oben ein Stückchen und nach unten kann das ruhig auch noch ein bisschen weiter runter. Das heißt, wir machen diesen Sketch nochmal auf. So, das kommt jetzt auch hier weg. Gucken. Ja, dann kann man das hier auch ein bisschen runterfahren. Und dann habe ich da ein bisschen mehr, wo ich reinfräsen kann. Dann wird hier noch eine Zeichnung drauf gemacht. Und das wird ein Kreis. Den mache ich hier drauf. Nicht genau auf den Mittelpunkt. Kann sogar sein, dass der Mittelpunkt der richtige ist. Bin ich aber nicht sicher. Das wird ein Durchmesser von 6 mm. Und das kommt jetzt da so hin. Schließen. Dann können wir das reinfräsen. Und das geht ruhig hier vorne so rein. Das ist in Ordnung. Da soll der Dorn der Tragfläche rein. Vielleicht wird das auch nur 5 mm. Das muss man schauen. So, dann haben wir den Spannkonstrukt soweit fertig. Den können wir jetzt einfach doppeln. Dann haben wir den hier als so ein Einzelobjekt. Dann haben wir den Rumpf hier oben noch. Da muss ich mal gerade schauen, wo der ist. Ich glaube, das ist der Rumpf. Und jetzt soll das ja noch druckbar sein. Das kann ich ja nicht in einem drucken. Ich muss den jetzt noch entsprechend aufteilen. So, das ist hier 2 mm. Das heißt, ich will den Rumpf jetzt genau so hier abtrennen, dass das Spannkonstrukt mit dem vorderen Rumpfteil zusammengedruckt wird und der hintere dann trotzdem gut da anzukleben ist. Das heißt, wir machen eine Kopie von diesem Rumpf hier nach unten. So, da haben wir ihn. Ich verbinde die jetzt noch nicht mit dem Spannkonstrukt, das mache ich erst nach der Trennung. So, jetzt brauchen wir ein Schnittobjekt, das ist eine Ebene. Dazu geht man in Part und hier unter Formteil, Formgenerator ist es, glaube ich. Ne? Nee, das ist es nicht. Schließen. Oder was erzeugt? Nein. Das ist unter Formteil Grundkörper erstellen. Da haben wir hier eine Ebene. Die Ebene kriegt eine Länge von 150, Breite von 150 mm und
Ich ändere jetzt hier erstmal nichts von. Ich erstelle die einfach. Und jetzt kann ich die entsprechend drehen. Das machen wir, indem wir die Ebene hier anwählen, rechte Maustaste transformieren. Und jetzt können wir die so drehen, wie wir sie brauchen. Also einmal muss die ja senkrecht sein. Guckt man sich am besten hier an, das ist natürlich nicht senkrecht. Das heißt, so ist das senkrecht. Das kann man aber auch jetzt hier noch nachprüfen, was er hier bei Placement eingetragen hat. Das ist 90 Grad, das ist korrekt. So, jetzt muss die verschoben werden. Einmal so, dass sie den gesamten Rumpf schneidet. Das heißt transformieren und wir bewegen das hier in dieser grünen Richtung. So, dann muss der den Rumpf komplett schneiden. Das heißt, der muss so laufen. Und jetzt schauen wir von der Seite drauf. Man kann das jetzt hier genauso bewegen, dass das hier mittig das möglichst schneidet. Das ist nicht ganz mittig. Das aber. Jo, das sieht gut aus. Können wir so nehmen. Dann habe ich hier diese Ebene da drin. Und da schneide ich jetzt den Rumpf in 2 Teile. Das heißt, ich wähle den Rumpf, ich wähle die Ebene und wiederum dieses Auseinanderschneiden hier. Und jetzt habe ich hier 2 Teile. Einmal den vorderen Rumpf und einmal den hinteren Rumpf. Und ich habe, wie gesagt, die Spantenkonstruktion. Die Spantenkonstruktion, die verbinde ich jetzt mit dem vorderen Rumpfteil. Also die beiden, die werden verbunden mit dieser Funktion. Okay, das hat er gemacht. Jetzt habe ich hier die Fusion, daraus mache ich noch einen Körper. Und dann habe ich hier den Rumpf vorne. Und dann habe ich hier den Rumpf hinten. So, jetzt kann man sich das hier anschauen, wenn ich das drucke. Das drucke ich hier platt liegend auf dieser Fläche. Dann wird hier einfach, hat man hier wunderbar die Möglichkeit, den hinteren Rumpf, nachdem der wird auch so senkrecht stehend gedruckt, dass der einfach da rein gleitet. Ich brauche hier also nur Klebstoff aufzubringen und schwupp, und ist der Rumpf dran. Also coole Sache. Okay, das war's zu diesem Video. Wenn euch Videos wie das hier interessieren, so lasst bitte gerne auch ein Abonnement da, ein Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!